Wohnen in der Krise. Neoliberalismus, Kämpfe, Perspektiven. Housing in Crisis. Neoliberalism, Struggles, Perspectives. England. Hohe Mieten statt Wohnungsbau. England. High rents instead of housing construction. Vorträge von Paul Watt und Eileen Short. Presentations by Paul Watt and Eileen Short. Hier Teil 2. Eileen Short von DCH und Anti-Bedroom Tax, Kampagnen für öffentliches Wohnen und gegen die Schlafzimmersteuer. Hier Part 2. Eileen Short from Defend Council Housing, DCH and the Anti-Bedroom Tax Campaign. Die Veranstaltung fand statt am 21. November 2013 in der BMG-Beratungsstelle Sonnenallee 101 in Berlin. The event took place on the 21st of November 2013 at BMG Tenants Advice Center in 101 Sonnenallee, Berlin. Evangel übersetzte bei der Veranstaltung. Evangel was in charge of translating. Weitere Informationen unter www.bmgev.de oder dem YouTube-Kanal Wohnen in der Krise. More information at www.bmgev.de or in the YouTube channel Wohnen in der Krise. Okay, my name's Eileen Short and I'm from an organisation we call Defend Council Housing. Also mein Name ist Eileen Short und ich komme aus einer Organisation, das heißt Defend Council Housing, sowas wie soziale Wohnraumverteidigung. Our experience is that the market doesn't and never has provided homes for the majority of ordinary people. Unsere Erfahrung ist, dass der Markt hat nie und wird nicht Wohnungen und Wohnraum für normale Leute bieten. Yeah, in the good years, in the boom years, rents were high, house prices were high, our homes were being privatised and no new homes were being built because they love scarcity. In den guten Jahren waren die Mieten hoch, waren die Preise von Häusern hoch und kaum neue Häuser wurden gebaut, weil die eben Knappheit auch mögen. And in the bad years, they still don't build any houses. Rents still go up, house prices still go up, but there's a massive attack on the rights of existing tenants. Und in den schlechten Jahren, die Mieten steigen noch, die Preise steigen auch noch, Häuser werden auch nicht gebaut und gibt es auch einen massiven Eingriff aber auf die Rechten von Mieter und Mieterinnen. Yeah, council housing for us is the alternative to the market because it's publicly owned. The rents are lower than any other form of housing and the standards are better. Also Council Housing, also soziale Wohnraumversorgung ist für uns die Alternative zu privaten Wohnungen, weil die Mieten niedriger sind und weil man mehr Sicherheit dort hat. We have the most secure tenancies of any tenants in Britain. I know that's different here, but only council tenants have the kind of security that means you have a home for life. Man hat das sicherste Mietverhältnis von allen Mieter und Mieterinnen im England, was eben hier in Deutschland anders ist, aber in Großbritannien haben nur Mieterinnen von sozialen Wohnungen ein Mietverhältnis fürs Leben, eben eine Wohnung fürs Leben. And crucially, the landlord of your home is elected by the tenants because it's a public body, so we have a right of democratic control or accountability with the landlord. Und sehr wichtig ist, dass der Vermieter eben gewählt wird von den Mieter und Mieterinnen, weil das ein demokratisches Verhältnis ist. All of those rights were won out of very intense tenant struggles that began in 1617 with tenants on rent strikes supported by workers taking strike action against rent
increases. All diese Rechte wurden erkämpft von Kämpfern von Mieter und Mieterinnen, die in 1916, 1917 angefangen worden sind, wo durch Mietstreiks und mit der Unterstützung von organisierten Arbeitern und Arbeiterinnen diese Rechte eben erkämpft worden sind. In 1945, after the war, there was a mass squatting of army bases as part of a protest against homelessness, which forced the creation of a new generation of council housing. In 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es eine Massenbewegung, die Armeebasisen besetzt hat, als Protest gegen eine Massenobdachlosigkeit, was zu der Zeit geherrscht hat und was dann eine neue Welle an sozialer Wohnraum von Staat hervorgebracht hat. Everything, so the amount of light, the amount of access to water, the number of windows, all of these standards were won by tenants fighting and campaigning over them. Alles, also Licht, Wasserversorgung, der Anzahl von Fenstern, ist alles erkämpft worden durch die Aktivitäten von Mieter und Mieterinnen. So there is a tradition of tenant organisation and of collective power in relation to the landlords. Also es gibt eine Tradition der Organisierung und ein kollektives Macht, was von den Mieter und Mieterinnen ausgeht gegenüber die Vermieter. And of course there have been problems, there are always problems, and we have lost battles as well as won. Natürlich gibt es Probleme und natürlich haben wir auch Kämpfe verloren, so wie auch gewonnen. Defend Council Housing was formed in 1997 to oppose the large-scale privatisation of council housing. Defend Council Housing wurde in 1997 gegründet, um die Massenprivatisierung von Council Housing entgegenzutreten. From the beginning, we organised with the official tenants movement where possible, but independently where necessary. Also wir haben uns manchmal zusammengetan mit der offiziellen Mieter- und Mieterinnen-Organisationen, aber auch, wenn es notwendig wäre, auch unabhängig. Because the official tenant structures have been seriously weakened and undermined, and in some cases captured by incorporation by landlords, effectively. Weil die offiziellen Strukturen der Mieter und Mieterinnen zum Teil massiv, also sehr schwach geworden sind und zum Teil auch vereinnahmt worden sind von Vermietern. We, from the beginning, also worked with the trade unions, particularly representing housing workers. Vom Anfang an haben wir mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet, vor allem diejenigen, die auch die Bauarbeiter, die Häuser bauen, repräsentieren. Which again was sometimes simple and straightforward, and sometimes has been a long process of winning an argument and convincing them to work with us. Was auch wiederum manchmal einfach war und manchmal auch nicht so, weil manchmal wir erstmal die überzeugen mussten. In earlier battles against privatisation, we had won an important right to that every tenant would have a vote, a yes-no vote on any privatisation. In früheren Kämpfen gegen Privatisierung haben wir uns ein sehr wichtiges Recht erkämpft, was heißt, dass jeder Mieter, jede Mieterin eine Stimme hat, der Wahl hat, wenn es um Änderungen die Mietverhältnisse geht, entweder ja oder nein. And that was a right won before my time,
but I think it's a good reminder that we should ask for things that might seem impossible, because if you demand something that tenants think is reasonable, you can sometimes break the landlord and the councillors, the elected politicians, and force them to concede. Dies wurde vor meiner Zeit erkämpft, aber ich glaube, das ist eine gute Erinnerung daran, dass manchmal muss man eben das fördern, was als unmöglich erscheint, um Macht gegenüber Stadt und Vermieter zu haben. So the principle that we fought on was that the campaign would be broad and united. It would oppose privatisation and be in favour of investment in council housing, and on that basis anybody who agreed with us would be part of a united campaign. Also unser Grundprinzip war, dass die Kampagne breit gefasst werden soll und dass sich gegen Privatisierung stellen und vor eine Fortsetzung, Neubau von kommunaler Wohnraumversorgung, und dass alle, die damit einverstanden sind, erstmal auch mitmachen könnten. So in places where we organised effectively and had a united campaign, we defeated privatisation. So the biggest city, the city with the biggest housing stock, Birmingham, defeated privatisation. Also in Orten, wo wir organisiert und vereint gekämpft haben, haben wir gegen die Privatisierung gewonnen. Also in große Städte, beispielsweise Birmingham, mit den großen kommunalen Wohnraumversorgungen, haben wir die Privatisierung erfolgreich gehindert. In Glasgow, where there were two campaigns competing, we lost. In Glasgow, in Schottland, wo es zwei Kampagnen gab, die in Konkurrenz zueinander standen, haben wir verloren. But today we still have about 2 million council homes, but more important than the number is that the attempt to kill off council housing has been defeated. Also heutzutage gibt es immer noch 2 Millionen Council Homes, also kommunale Häuser, Wohnungen. Aber wichtiger ist, dass der Versuch, diese kommunale Wohnraumversorgung komplett zu vernichten, gescheitert ist. And there is the beginning of some new building of council housing on a small scale, but so in the mid-1990s, politicians were predicting the death of council housing, and now the figures, we've turned that corner. Und es fängt langsam an, dass auch neue Häuser gebaut werden, neue kommunale Häuser, und das, was Politiker in den 90ern gesagt haben, dass dann kommunale Wohnraumversorgung aussterben wird, eben nicht geschehen ist. But we're now tenants' rights are under a full frontal attack in all directions from the current government. Gerade gibt es einen massiven Angriff von der Regierung auf die Rechte von Mieter und Mieterinnen in alle Richtungen. Before the election, David Cameron promised to protect the rights of tenants of now and in the future. This was the promise he made. Vor der Wahl hat David Cameron von den Konservativen versprochen, die Rechte von Mieter und Mieterinnen zu schützen, jetzt und zukünftig. But the first thing the government did was cut investment into new council and housing association housing by 65%. Das erste, was die neue Regierung aber gemacht hat,
war die Finanzierung von kommunaler Wohnraumversorgung bei 65% zu kürzen. And they have given landlords the power to take away existing tenancies and replace them with fixed term tenancies of 2 years. So instead of a lifetime tenancy, your landlord can choose to give you only 2 or 5 years. Die aktuelle Regierung hat auch Vermietern die Macht gegeben, existierende Mietverhältnisse zu ändern auf sogenannte Fixed-Term-Tenancies, also befristete Mietverhältnisse. Das heißt, dass ein sicheres Mietverhältnis einfach jetzt weggenommen werden kann. And instead of a fixed low rent, landlords have the power now for new tenants to fix rents at up to 80% of market rents. Also anstatt einen stabilen niedrigen Mieter haben jetzt Vermieter die Möglichkeit, die Mieter in sozialen Wohnungen 80% den normalen Marktpreis zu setzen. Largely, tenants' pressure has meant that elected landlords, councils, have chosen not to do those things, not universally, but mostly. Also Druck von Mieter und Mieterinnen hat dazu beigetragen, dass die gewählten Vermieter der Housing Associations eben diese neuen Änderungen nicht alle durchgezogen haben. Also die gewählten, wegen Druck von Mieter und Mieterinnen. But the housing associations, which have been really the government's tool, which the government have used to push the deregulation of public housing, because they are more directly privately funded, those organisations are using both the new 80% market rents and the fixed-term tenancies. Also die Housing Associations, die eher privat finanziert worden sind, werden als Werkzeug der Privatisierung von der Regierung ausgeschöpft und nutzen dann eher diese neue Regelung, die Mietverhältnisse in befristete Mietverhältnisse umzuwandeln und ihre Mieten auf 80% des Marktdurchschnitts zu setzen. It's part of a process by which what used to be small community-based organisations have become increasingly corporatised, and almost, for most housing associations, there is now little to distinguish them from other private landlords. Das ist Teil eines Prozesses, wobei was ursprünglich kleine Community-Organisationen gewesen sind, vereinnahmt worden sind und jetzt kaum anders als private Vermieter fungieren. But the latest part of the government's attack on tenants, which is this outright attack on all of the welfare and benefits, is both in some ways the most devastating, but also is transforming the tenants movement. Also der neueste Angriff der Regierung auf Mieter und Mieterinnen, was sich auf Sozialleistungen bezieht, ist für die sehr, sehr schädlich und sehr schlimm, aber hat auch das Potenzial, die Mieterinnenbewegung zu transformieren. I'm not going to try and explain all the benefit cuts because I don't think you need that, but this paper has some detail and there's lots of them in the back. It is all in English, but it is there. Also ich werde nicht versuchen, alle Sozialleistungskürzungen zu erklären, aber auf diesem Blatt, die auch noch hinten gibt, steht eine gute Zusammenfassung. But there's a climate of calling tenants
If you're a tenant, it means you're second class. If you claim any benefits, it means you're a scrounger. And the government are trying to play hard-working people against tenants, against scroungers, shirkers, skivers. It's a climate of hate. Es gibt ein Klima, wodurch Mieter und Mieterinnen als Zweitklasse Bürger und Bürgerinnen dargestellt werden und soziale Leistungsbezieher und Bezieherinnen auch als Schmarotzer dargestellt werden. Die Regierung versucht, die gegen sogenannte gutbürgerliche, schwer arbeitende Menschen auszuspielen. In fact, of course, people claim benefits because rents are too high and wages are too low. 80% of people who've claimed what we call housing benefit, money to help you pay the rent, in the last 2 years are people in work. Die Realität ist aber natürlich, dass Menschen soziale Leistungen beziehen, um ihre Miete bezahlen zu können, weil sie zu wenig Geld verdienen. 80% von den Menschen, die Wohngeld beantragt haben in den letzten 2 Jahren, sind Menschen, die Vollzeit arbeiten. So benefit attacks have first hit disabled people, then private tenants, and with the bedroom tax, they've targeted council and housing association tenants in particular. Also Angriffe auf soziale Leistungen haben zuerst Menschen mit Behinderung betroffen, zunächst Privatmieter und Mieterinnen und jetzt durch das Bedroom Tax, sogenannte Schlafzimmersteuer, werden jetzt Council Tenants, also Mieter von kommunalen Wohnungen und Mieter von Housing Associations auch betroffen. And there's just 2 things I want to say about this. Because the bedroom tax affects tenants who have some tradition of organisation and resistance, it has transformed into the biggest fight against all of the benefit cuts. And for us, this isn't because it's most important, but because it's the weakest point at which we think we can defeat them. Weil das Schlafzimmersteuer Mieter und Mieterinnen betrifft, die eine Tradition von Organisierung und Kampagnenarbeit haben, hat es eben eine neue Organisierung dieser Menschen hervorgebracht. Und es ist nicht, dass wir sagen, dass das unbedingt das wichtigste Thema ist, aber wir sehen das als eine Schwachstelle der Politik, die Regierung. Groups of what Defend Council Housing has linked with tenants groups, private tenants, housing association tenants, trade unions and disabled people's campaigns to create what a united opposition to all the benefit cuts. Also Defender Council Housing hat Partnerschaften entwickelt mit Housing Association Mieter und Mieterinnen, mit anderen Mieterbunde und Gemeinschaften, Organisationen, Zusammenschlüsse von behinderten Menschen, um ein Weiterbündnis aufzubauen. And together we are able to build quite angry and active local campaigns who are forcing local landlords to agree that they will not evict people who don't pay the bedroom tax. Und zusammen haben wir aktive, wütende, lokale Kampagnen auf die Beine gestellt, die erfolgreich Vermieter in verschiedene Städte überzeugen, dass die eben Menschen, die ihre Schlafzimmersteuer nicht zahlen können, nicht räumen lassen. And 40 to 80% of people are not paying the bedroom tax. Also 40 bis 80%
der Menschen, die das Schlafbettzimmersteuer bezahlen sollen, zahlen das nicht. Which means they are in arrears of rent and vulnerable for eviction. Was heißt, dass die im Prinzip jederzeit geräumt werden könnten. So we are pressing landlords not to evict, but at the same time saying that we will physically resist eviction if necessary. So we're attempting to force landlords to give a commitment, force Labour and the trade unions to stand with us against the government, and organising physical resistance to any eviction. Also wir setzen auf der einen Seite die Vermieter unter Druck und sagen, dass die ihre Mieter und Mieterinnen nicht räumen lassen sollen. Auf der anderen Seite erklären wir uns auch dazu bereit, dazwischen zu gehen körperlich und dagegen zu protestieren, dass keine Zwangsräumungen erfolgen, und versuchen die Gewerkschaften und der Labour Party auch zu überzeugen, dass die mit uns dagegen diese Schlafzimmersteuer kämpfen sollen. And we succeeded after a year in forcing Labour nationally to say that they will abolish the bedroom tax if they get elected, which has immediately allowed us to say to every Labour council that you cannot evict if your party says you think it's wrong. Wir haben den Erfolg gehabt, dass nach längerem Druck, was wir auf die Labour Party ausgeübt haben, sie sich jetzt geäußert haben und gesagt, falls sie an die Macht kommen, dass sie die Schlafsteuer, Bedroom Tax abschaffen werden, was uns gleichzeitig auch ermöglicht, die Local Councils, also Senat, lokale Stadträte, zu sagen, dass sie auch das in ihre Städte verhindern mussten. Of course, it's uneven, and in some areas we're weak and not organised, and people get tired and demoralised. But generally, a new generation of tenant fighters, many of them women in their 50s, because these are the people whose children have left home, so you have an extra bedroom, so you are the target. And these people are emerging as new leaders in a way that is has the potential to transform our tenant organisation. Wir sind natürlich nicht überall stark und sehr viele von uns sind erschöpft und müde von dem Kampf, aber eben hat diese Bedroom Tax das auch ermöglicht, dass eine neue Generation von kämpfenden Menschen hervorkommen, sehr viele davon Frauen in den 50ern, die mal so ein freies Zimmer zu Hause haben, weil ihre Kinder nicht mehr zu Hause wohnen. And there is no guarantee, but we believe that we're fighting to win, we're fighting to defeat the bedroom tax and the government, and because although the government is vicious, they are in a weak and fragile coalition, and we believe can be challenged at least, but also that what this campaign is doing is helping to voice and organise the growing angry bitterness that is, if you like, that is the consequence of all of the last 20 years, but which is, by turning into action, is turning away from despair and hopelessness. Also das ist ein Kampf, wo wir glauben, dass wir das gewinnen können. Wobei die Regierung brutal ist, sehen wir, dass die in einer unsicheren Koalition stecken und dass gegen den Zweifel, was herrscht, dass dieser Kampf uns auch neue Energie und eine neue Hoffnung geben können, dass genau wir die Verhältnisse beenden können.